den Menschen getötet mit einem Stich in den Hals. Boah, und hier ist alles voller Stroh. Da ist ein Kinderbett. Hier knackst der Boden komplett. Wie ist das Ganze aufgefallen hier? So eine alte Uniform, ne? Boah, das sieht aber mal schön aus. Habt ihr die Kühltruhe schon gefunden? Das hier ist wahrscheinlich die Kühltruhe. Ach Quatsch, der ist ja mal geil. Ah, hier ist auf. Wow. Das ist aber eine coole Kiste. Herzlich willkommen zum heutigen Lost Place Abenteuer. Wir befinden uns hier direkt vor dem Haus des Kannibalen von Rothenburgs und dahin würden wir euch heute gerne mitnehmen. Hier vorne befindet sich das Objekt und hier hat der alte Hausbesitzer einen Menschen aufgegessen und getötet. Ich bin jetzt auf dem Gelände, stehe jetzt quasi direkt vor dem Haus. Die Wetterbedingungen sind nicht die optimalsten hier. Regnet. Ein paar Eckdaten zur Location. 2002 wurde Armin, das ist der Hausbesitzer, hier in Form oder nach einer Hausdurchsuchung festgenommen. Ja, hier sind wir jetzt in der Location. Schon sehr heruntergekommen hier. Die Tiefkühltruhe ist im Keller. Okay. Extrem alter Schrank. Liegen überall noch Unterlagen, Bücher und sowas unten auf dem Boden rum. Also der Hausherr hieß Armin und der hat sich im Internet mit jemandem verabredet. Ja, also die hatten was ganz Komisches vor. Also der Armin hatte einen Drang dazu, einen Menschen aufzuessen. Und derjenige, mit dem er sich verabredet hat, hatte den Drang beziehungsweise oder eine Krankheit und wollte aufgegessen werden. Das heißt, die zwei haben sich dann hier im Internet verabredet und ja, sich getroffen hier in diesem Haus. Und Armin hat dann der Person 20 Schmerztabletten gleichzeitig gegeben zum Nehmen und Hustensaft. Ja, damit die Person halt quasi keine Schmerzen hat und quasi ein bisschen benebelt war. Und dann hat er anschließend den Menschen getötet mit einem Stich in den Hals und in die Gefriertruhe gelegt und dann mit verspeist. Steht noch ein alter Computer rum. Alte Unterlagen. Echt Wahnsinn. Boah. Hier steht noch ein altes Klavier rum. Richtig schön. Steht so eine kleine Theke. Sehr alte Möbel hier überall. Hier war wahrscheinlich mal so eine kleine Sitzecke. Wurde dann wahrscheinlich gegessen, konnte man im Sommer auch schön sitzen. Wie ist das Ganze aufgefallen hier? Am 10. Dezember 2002 wurde Armin hier nach einer Hausdurchsuchung festgenommen und ja, nachher dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Was wird Armin vorgeworfen? Armin wurde vorgeworfen Tötung eines Menschen und damit auch Störung der Totenruhe, weil er halt den Menschen hier verspeist hat. Also, das ist eigentlich ziemlich gruselig hier, wenn man jetzt hier so lang läuft. Da liegt noch ein Fahrrad. Der Hund ist auch mit heute am Start. Da hängt eine Lampe von der Decke herunter.
Hier liegt noch eine ganz alte Zeitschrift rum. Madonna. Moin. Moin. Alte Kommode. Hier haben wir noch ein bisschen was von der Elektrik. Stromzähler. Hier liegt auch wieder ein Fahrrad. Auch ein cooler Spieler hier. Das Holz liegt hier rum. Holz wurde gesammelt vom Armin. Ja, was war das für eine Person, die sich aufessen lassen möchte? Das haben die ja beide mit der Einwilligung gemacht. Und ja, das war ein 43 Jahre alter Mann. Der hatte sogar eine leitende Position oder war leitender Angestellter bei der Siemens AG. Und ja, der hat halt den Drang verspürt, wirklich aufgegessen zu werden. Er war wahrscheinlich krank. Schon traurig. Oh, gerade von Siemens gesprochen. Und wir haben hier ein Siemens-Telefon. Wahnsinn. Ein richtig alter Fernseher. Ein Koffer. Überall Elektronik. Hier CD-Laufwerke und sowas. Ganz viel Ersatzteile für den Computer. Das war wahrscheinlich mal hier der Arbeitsbereich vom Armin. Weil der Armin war beruflich Computertechniker. Das sieht man hier halt, ne? Hintenrum steht auch die Tür auf. Hier geht's dann jetzt einmal hoch. Hier tropft schon überall das Wasser durch. Hier knackst der Boden komplett. Da steht noch eine alte Box rum. Alte Schreibmaschine haben wir hier noch. Hier war dann wahrscheinlich auch mal so eine kleine Sitzgelegenheit. So eine alte Uniform, ne? Und was ich noch ganz komisch finde, ich habe hier ganz viele Schreiben von einer Frau gefunden aus Essen. Ja, ganz viele. Ja, ich weiß. Der kommt aus Essen, der Typ. Und hat dann hier mit seiner Frau gelebt wahrscheinlich. Ich habe nämlich hier irgendwo ein Foto gefunden mit einem Mann, einer Frau und 2 Kindern und einem Hund. Das ist hier auf so einer Zeitung. Ja. Was auffällt, hier liegen überall Zeitungen mit Kindern. Überall Kinderbilder. Hier haben wir auch wieder einen richtig alten Fernseher. Überall stehen Computer rum, ne? Hier auch ein Riesenteil. Ich muss schon ehrlich sagen, ne? Das kommt mir schon ziemlich groß vor, das Haus hier. Und wir wissen jetzt nicht, hat der Mann hier alleine gewohnt? Der Florian hat gerade Bilder gefunden von einer Frau. Ist die Frau verstorben und dann war der Kerl hier alleine? Weil das ist echt ein Riesenhaus hier, ne? Das ist auf jeden Fall keine kleine Klitsche. Hier haben wir noch eine richtig schöne Nähmaschine. Auch alles voller Kleidung. Hier auch ein altes Radio, mega. Hier war dann, stand ein Doppelbett. Auch wieder ein größeres Zimmer hier. Habt ihr die Kühltruhe schon gefunden? Nee, ich denke mal, es geht noch nach oben. Warum ist es so groß? Hier sind ja auch voll viele Betten. Ja. Also wir müssen mehrere gelebt haben, also das ist ganz komisch. Guck mal jetzt gleich hier im Raum. Im nächsten, das ist endkomisch, da ist die Decke abgehangen mit so roten Tüchern. Da ist die Decke auch runtergekommen. Kompletter Balken durchgebrochen hier. Hier ist ein kleines Plumpsklo. Boah, der Boden ist aber hier auf jeden Fall richtig scheiße. Da muss man aufpassen, ne? Nicht, dass wir gleich unten liegen, wa? Ja, hier wurde die Decke irgendwie abgehangen. Hier ist auch wieder so eine kleine Sitzecke. Boah, das sieht aber mal schön aus. Kannst du richtig schön draußen sitzen. Richtig schöne Sitzecke. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist Wäscheleinen. Wer hat da drunter gesessen? Schon ein bisschen komisch, oder? Du hast hier vorne offen, ne? Mhm. Hast alles offen. Mhm. Hast schön Windzug, was auch Ja. immer.
und konntest dann hier an der Seite, wenn es dir zu kalt war und du hier in Ruhe sitzen wolltest, die Fenster zu machen, dass hier kein Wind durchging. Voll geil. Das ist schon endgut. Da bin ich schon gespannt und im Vergleich auch die Kühltruhe tatsächlich finden, wo der Armin dann sein Opfer drin gelagert hat. So kann man es sagen. Da ist ein Kinderbett. Einfach ein Kinderbett hier. Ja, komm. So, gehen wir mal noch eine hoch. Hinten war noch eine Treppe. So, von hier sind wir eben gekommen. Jetzt geht es hier theoretisch noch eine Etage hoch. Hier liegt auch wieder so eine Uniform. Aber hier jetzt hoch zu gehen, ist schon... Puh. Nicht, dass das durchbricht hier. Das ist schon gefährlich auf jeden Fall. Die Treppen würde ich auslassen. Die ersten 3, die sind total durchnässt. Uah. Zack. Hier sind wir jetzt ganz oben. Die höchste Etage. Da vorne ist der Boden komplett runtergekommen. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen, wo wir hier lang gehen. Nicht, dass wir hier noch durchbrechen. Boah. Und hier ist Gestein. Ey, hier sind Steine. Also ganz komische. Hier noch eine Laterne. Boah, und hier ist alles voller Stroh. Gibt's ja gar nicht. Ah, das ist schon ziemlich gruselig hier, Leute. Muss ich schon zugeben. Hier ist noch ein altes Bettgestell. Hier ist auch noch ein altes Bett. So ein alter Schminktisch, sag ich jetzt mal. Ja, und hier geht's tatsächlich noch mal eine Etage hoch. Hier ist auch wieder so ein kleines Klo. Ja, wieder ein Bett. Schauen wir uns das jetzt mal an, Leute. Kleine Wendeltreppe hier. Wow, Wahnsinn. Auch ein alter Fernseher. Hier auch ein alter Fernseher. Kinderspielzeug. Ach, das sind Kinderbetten hier oben. Damals war ja noch alles im Originalzustand. 2007. Tischbeine hier drin. Wow. Kinderwippe. Kinderspielzeug. Schicke Schuhe. Das ist aber eine coole Kiste. Das hier wird der Küchenbereich sein. Und hier wird er das Opfer wahrscheinlich gekocht haben, ne? Es sind noch ganz viele Teller und sowas. Und das hier ist wahrscheinlich die Kühltruhe, in der Armin sein Opfer gelagert hat. Hier steht sogar noch ein Auto. Hier hat jemand ein Auto abgestellt. Ja, moinsen. Lancia, okay. Nicht schlecht. Ja, Lancia. Ach Quatsch, der ist ja mal geil. Ob eines der Autos dem Armin gehört haben, das ist die Frage, Leute. Was ist das denn für einer? Ein Mercedes, ne? Der sieht richtig geil aus. Kommt man da nicht rein? Ne, der ist verschlossen. Ah, hier ist auf. Wow. Das ist ja mal geil. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Über ein Like und ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ich hoffe, dass wir uns bei unserem nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Ich muss ehrlich sagen, es war wohl echt beängstigend, hier jetzt in dem Haus gewesen zu sein, hier lang zu laufen, wenn man den Hintergrund kennt, was sich hier 2002 abgespielt hat. Macht's gut und bis zum nächsten Lost Place Abenteuer.